Hallo und willkommen in meiner Küche. Das kannst du auch, und zwar diesen Kuchen zusammenbauen. Es ist ein Erdbeerkuchen mit einer Quarkfüllung, die nicht gebacken werden muss. Wer will, nimmt einfach einen Biskuitboden und schon geht es ans Fertigstellen. Den Boden meiner Springform habe ich mit einer Plastiktüte bedeckt. Klarsichtfolie ist zu dünn und funktioniert nicht. Man bedeckt den Boden damit, zieht den Ring schon fast zu und drückt ihn dann mit Kraft in die Kerbe und zieht ihn dann erst endgültig fest. Auf diese Art wirft die Plastik keine Falte. Wofür das gut ist, werdet ihr später verstehen. Zuerst werden die Erdbeeren nach dem Waschen und Trocknen halbiert. Auf den Boden werden die halbierten Erdbeeren mit der Schnittfläche nach unten gelegt. Man kann sie kreisförmig anordnen oder auch durcheinander, jeder wie er mag. Übrigens nehme ich lieber kleine Erdbeeren, die lassen sich später besser essen, da sie nicht mit der Gabel zerteilt werden müssen. Ich bereite hier eine Torte von 18 cm Durchmesser zu. Das ist nicht ganz so einfach, da die Beeren im Verhältnis zum Durchmesser größer sind und auch die Wölbung des Randes gekrümmter ist. Besser, du bereitest eine Torte im Durchmesser von ungefähr 24-25 cm zu, die reicht für 6 Personen. Nach diesen Vorarbeiten kann die Füllung zubereitet werden. Die Gelatine wird in Wasser eingeweicht. Das macht man am besten immer zuerst. In eine Schüssel gebe ich Magerquark sowie den abgewogenen Saft von Limette. Der Geschmack von Limetten passt besser zum Quark als der von Zitronen. In eine zweite Schüssel habe ich das Eiweiß gegeben, welches zu Eischnee geschlagen wird. Damit fängt man immer an, da für das Gelingen von Eischnee saubere Schläger des Rührapparates zwingende Voraussetzung sind. Der Zucker wird dazugegeben und das Eiweiß so lange gerührt, bis sich eine stabile Masse gebildet hat. Im Anschluss daran werden Quark und Limettensaft verrührt. Hier ist die mittlerweile gequollene Gelatine. Sie wird für knappe 10 Sekunden in der Mikrowelle erwärmt, bis sie leicht warm und flüssig ist. Das kann mitunter recht schnell gehen, also bitte beobachten. Was jetzt kommt, ist wichtig. Die Gelatine darf nicht einfach in den Quark gekippt werden. Man muss zuerst einen Teelöffel Quarkmasse in die Gelatine geben und so lange rühren, bis eine ebenmäßige Masse entstanden ist. Dann nimmt man nochmals einen Teelöffel Quarkcreme, welche nochmals zur Gelatine kommt und nochmals sorgfältig untergerührt wird. Dann schüttet man die Gelatine-Quarkmischung in die Kuhle in der Quarkmasse und mit dem Mixer rührt man nun, bei der Gelatine beginnend, diese langsam unter den Quark. Auf diese Weise wird die Gelatine ohne Flockenbildung in den Quark eingearbeitet. Jetzt gibt man den Eischnee auf den Quark und rührt ihn ganz kurz mit dem Mixer unter. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Zum Schluss kontrolliert man die Verteilung nochmal mit dem Teigschaber und gut ist. Von der Füllung wird nun vielleicht ein Viertel bis ein Drittel auf die Erdbeeren verteilt, und zwar nur so viel, bis die Erdbeeren so gerade eben damit bedeckt sind. Vor allem aber sollte man darauf achten, dass die Masse schön in die Ecke am Rand fließt. Ich mache es sicherheitshalber immer so, dass ich mit einem Zahnstocher durch die Hohlräume fahre, damit die Creme ihren Platz finden kann. Hier habe ich einen Biskuitboden, den ich halbiere. Die obere Hälfte nehme ich wie gezeigt auf und drehe sie dabei um. Genauso wie ich die Hälfte in der Hand halte, lege ich sie nun auf die Creme, die Schnittfläche zeigt also nach oben. Nun nehme ich mittelgroße Erdbeeren, die ich halbiert habe, und klemme sie ein zwischen Teigrand und Springformrand. Wenn zu wenig Platz sein sollte, schiebt man den Teig mit Hilfe eines Spachtels etwas zurück. Die Schnittfläche der Erdbeeren berührt dabei den Springformrand. Auch diese Erdbeeren werden nun mit der Quarkcreme wie gezeigt beträufelt.
Damit die Creme in die Zwischenräume fließen kann, sollte man auch wieder mit einem Zahnstocher nachhelfen. Das erfordert zwar etwas Geduld, lohnt sich aber, da man später mit einem schönen Kuchenrand belohnt wird. Überschüssige Creme kann man wieder in die Schüssel geben. Es sind immer noch Erdbeeren übrig. Diese werden nun in kleine Würfel geschnitten, in die Creme gegeben und wieder durchgerührt. Diese Füllung wird nun auf den Teigboden geschüttet. Sie sollte nun ungefähr so hoch sein wie die äußeren Erdbeeren. Auf die Füllung kommt nun der zweite Teil des Biskuitbodens, den ich auch wieder umgedreht habe, sodass die Unterseite oben ist. Gut ist es, wenn die Creme der Füllung am Rand herausquillt. Tut sie das nicht, ist es keine schlechte Idee, wenn man die Reste aus der Schüssel nimmt und in die Lücke füllt. Und wenn man es nicht macht, geht die Welt davon auch nicht unter. So, jetzt ist die Arbeit zu 99% erledigt. Die Torte muss nun noch abgedeckt für 3 bis 4 Stunden im Kühlschrank durchkühlen, damit die Gelatine abbinden und fest werden kann, sodass der Kuchen beim Anschneiden in Form bleibt. Nach der Zeit nimmt man ein kleines Messer mit einer glatten Klinge und fährt damit am Rand entlang, um die Schnittfläche der Erdbeeren vom Rand zu lösen. Die Form wird aber um Himmels Willen noch nicht geöffnet. Man legt zunächst die Tortenplatte kopfüber auf die Springform und dreht diese beherzt einmal um 180 Grad von oben nach unten, sodass die Tortenplatte wieder auf ihrem Fuß zu stehen kommt. Jetzt wird die Springform langsam geöffnet, der Boden entfernt und die Plastiktüte langsam über die Seite hochgezogen. Hätte man diese Folie jetzt nicht auf den Erdbeeren liegen, würden die Erdbeeren am Boden der Springform kleben bleiben, lägen nicht mehr auf der Torte und das wäre sehr ärgerlich. Jetzt muss nur noch der Rand hochgezogen werden und fertig ist das Prachtstück. Tada! Es kann angeschnitten werden. So sieht ein Stück Torte aus und so sieht der angeschnittene Kuchen aus. Quark, Limette und Erdbeeren harmonieren geschmacklich wunderbar. Wer keinen Tortenguss mag, so wie mein Mann, der kommt mit dieser Torte voll auf seine Kosten. Ich hoffe, ihr probiert sie einmal aus. Sie erfordert nur beim ersten Mal ein wenig Mitdenken, aber wer als Kind schon gerne mit Klötzchen gespielt hat, wird damit keine Probleme haben. Hier ist die Zutatenliste. Ein Biskuitboden von ca. 3 bis 4 cm Höhe und entsprechendem Durchmesser. Tortenfüllung 18 bzw. 24 cm Durchmesser. 500 Gramm bzw. 1000 Gramm Erdbeeren. 1 bzw. 2 Eiweiß. 30 Gramm bzw. 60 Gramm Zucker. 200 Gramm bzw. 400 Gramm Magerquark. Das heißt, der Quark enthält weniger als 1% Fett. 40 Gramm bzw. 80 Gramm Limettensaft, nicht Zitronensaft. 4,5 Gramm bzw. 9 Gramm Gelatine gemahlen. 3 Esslöffel bzw. 6 Esslöffel Wasser. Viel Spaß beim Zubereiten der Torte und wie immer, guten Appetit!